Okay. Okay. So, it is by transforming. So durch diese Transformation. Finish? Good. So it is by transforming the individual that society can be transformed into a better living, loving community. In eine bessere, liebende Gesellschaft. Because the entire world is but one family. Denn die gesamte Welt ist nur eine Familie. To me, there is no such thing as Germany or France or England or America. Für ihn gibt es nicht so etwas wie Frankreich und Amerika und England. It is divisions made by man. Das sind Einteilungen, die der Mensch vorgenommen hat. But the thing to be remembered, in spite of the divisions, Im Auge behalten, daran erinnern, trotz dieser Abteilungen, that we are one human family. And every person is connected to another person. Und jeder Mensch ist verbunden mit einem anderen Mensch. We might, on the superficial level, find separation. An der Oberfläche mögen wir Trennung empfinden. But on the deeper level, there is no separation at all. Aber auf der tieferen Ebene gibt es keine Trennung. You are sitting there and I am sitting here, and we think there is a space or separation between us. Sie sitzen hier, Gururaj sitzt da und sie glauben, dass da ein Raum ist, der dazwischen ist. But if you can look into deep subatomic particles, Aber wenn Sie in das Feld des subatomare Feld sehen, you will find that you and I are totally connected by matter as well. Sie finden, dass Gururaj und Sie absolut verbunden sind durch Stoff. Totally connected by matter as well as mind, as well as spirit. Verbunden durch Stoff genauso wie durch Gedankenkraft, genauso wie durch Geist. So, therefore, it is one human family. Und deshalb ist es eine menschliche Familie. It is one ocean with so many thousands of little waves. Es ist ein Ozean mit so vielen Tausenden. But one ocean. Good. And we do know that the waves, although they appear separate to us, cannot be separated from the ocean. Und wir wissen, obwohl wir wahrnehmen, dass die Wellen voneinander getrennt sind, wissen wir, dass sie nicht von dem Ozean getrennt sein können. So, to avoid this catastrophe, So, um diese Katastrophe abzuwenden, one has to develop the power of love. muss man die Kraft der Liebe entwickeln. And as the power of love is developed, it will very spontaneously infuse and permeate our intellect. Und wenn diese Kraft der Liebe entwickelt wird sie den Intellekt beeinflussen. We have seen how the intellect had created the hydrogen bomb. Wir haben gesehen, wie die H-Bombe, die Wasserstoffbombe, durch den Intellekt entwickelt worden ist. And that hydrogen bomb had killed many millions of people. Und die Wasserstoffbombe hat viele Millionen von Menschen getötet. And yet the same nuclear energy
If the mind was filled with love, the same nuclear energy could have been used for peaceful, uplifting purposes. Wenn nun das Herz mit Liebe erfüllt wäre, hätte die gleiche Kraft ausgenutzt werden können für friedliche Zwecke. So there are many of you here, and I could see it very, very clearly, Viele von Ihnen hier, und ich kann es sehen, that are really good potential teachers. die potenziell gute Lehrer sein können. Of this message of love. Von dieser Mission der Liebe. For this catastrophe can be averted. Denn diese Katastrophe, The tendency for the catastrophe is there, die Tendenz für die Katastrophe ist, but as the river flows in one direction, its course can be changed. aber genau wie ein Fluss in eine Richtung fließt, kann er seinen Lauf verändern. So therefore, any of you who are interested in teaching meditation are kindly requested to contact Anna Marie. Deswegen jeder, der sich dafür interessiert, die Meditation zu lehren, möchte bitte Annemarie kontaktieren. Because Martina would be leaving soon for Denmark. Denn Martina wird nach Dänemark gehen. Well, she is a married woman now. Denn sie ist jetzt eine verheiratete Frau. And it is her duty to be with her husband. Yes. Good, fine. Next question. Okay. Right. Next question. Gururaj, could you tell me the difference, if there is any, between thought, word and deed as far as possible? Er möchte wissen, welches ist der Unterschied zwischen Gedanken, Wort und Tat, was das Karma betrifft. The question is, what is the distinction between word, thought and deed as far as one's karma goes? Fine. Now, word, thought and deed are but three aspects of the same thing. Die Wörter Gedanke oder Tat oder Wort sind nur drei verschiedene Aspekte von dem gleichen Ding. Because thought normally generates the word, Denn normalerweise bringt der Gedanke das Wort hervor. in other words, every word that we speak originates in thought. Das heißt in anderen Worten, jedes Wort, was wir sprechen, hat den Ursprung im Gedanken. And every action we perform is also expressed in word. Und jede Aktivität, die wir machen, ausgedrückt in Worten. But that word which is transformed into action is a silent word. Aber das Wort, was transformiert ist in Aktion, ist ein stilles Wort. Because thought itself is word. Weil der Gedanke selbst schon ist Wort. Because the human mind is so equipped Das menschliche Gehirn ist so ausgestattet, that it cannot translate the feelings that arise in the mind dass es nicht die Gefühle übersetzen kann, die in dem Geist aufsteigen, without the process of language. And language is word. und Sprache heißt Wörter. Now, there could be another kind of language where a word is not required. Es könnte auch eine andere Art von Sprache geben, wo das Wort nicht nötig ist. And that language could be in the form of symbol. Und das ist die Sprache der Symbole.
And yet, if we look deeply, thought is word and word is symbol. Und wenn wir es genau betrachten, ist der Gedanke Wort und das ist Symbol. Now, I've said this to you before, perhaps, that there is no difference between the body and the mind. Ich habe das vielleicht schon vorher gesagt, es gibt prinzipiell keinen Unterschied zwischen dem Körper und dem Geist. The body is of a grosser matter, while the mind is also matter, but of a much more subtler substance. Der Körper ist grobstofflicher, während der Geist von feinstofflicherer Substanz ist. So thought too is action. So ist auch Gedanke Aktivität. The very process of thought is action itself. Schon der Prozess der Gedanken ist an sich Aktivität. So, when thought is brought forth in word, it is activity of a subtler nature. So, wenn der Gedanke in Worte gefasst ist, ist das schon eine Aktivität auf feinstofflicher Ebene. But when thought is translated in its physical equivalent, it is of a grosser nature. Aber wenn der Gedanke auf sein physikalisches Äquivalent übertragen wird, dann ist er von grobstofflicher Natur. Good. A boy loves a girl. Ein Junge liebt ein Mädchen. Now, in the mind of the boy arises the thought that he wants to kiss the girl. Nun kommt dem Jungen der Gedanke, dass er dieses Mädchen küssen möchte. Now that thought can be translated in word, saying to the girl, "My beloved, I would love to kiss you." Nun kann man diesen Gedanken in Worte übersetzen, indem er zu dem Mädchen sagt, meine Geliebte, ich möchte dich küssen. Good. And then perhaps he kisses her in real action. Und dann küsst er sie vielleicht in der Aktivität. Physical action. In der körperlichen Art. Yeah. But the word can be avoided. Aber man kann das Wort auch auslassen. And when his mind feels that he would like to kiss his beloved, Und wenn er in seinem Geist fühlt, dass er seine Geliebte küssen möchte, then without saying the word, he translates the thought direct into physical action. so kann er den Gedanken direkt in physikalische Energie, in Aktivität übertragen unter Auslassung des Wortes. Because that thought does not require verbalizing. Denn dieser Gedanke das wörtliche Ausdrücken ist nicht notwendig. Because if there is a natural flow of love between the boy and the girl, Weil wenn da ein natürlicher Fluss der Liebe ist zwischen dem Mädchen und dem Jungen, you do not need to verbalize. braucht man keine Worte. Now, in this example, we have seen that thought, word, and deed are the same thing. In diesem Beispiel haben wir gesehen, dass Gedanke, Wort und Tat dasselbe sind, But existing in a grosser form or a subtler form. aber sie existieren in gröberer oder in feinerer Form. The thought is in a fine form, the word is in a little more grosser form, and the action is in the grossest form. Der Gedanke ist auf der feinsten Form, das Wort ist in der mittleren Form und die Aktivität ist in der gröbsten Form. Good. Now, when all this, how does all this apply to karma? That is the question. Die Frage ist nun, wie ist das alles in Bezug auf Karma? For example, if we have a negative thought in our mind, Zum Beispiel, wenn wir in unserem Gedanken einen negativen Gedanken haben. now the negative thought in the mind could be of hatred. Nun kann dieser negative Gedanke die Natur des Hasses haben.
Now, that same negative thought can be expressed in a hard word to the person. Dieser negative Gedanke kann ausgedrückt werden in einem harten Wort gegen diese Person. And it can also be expressed by physical violence. Und es kann auch ausgedrückt werden durch körperliche Gewalt. Good. Now, when one thinks the negative thought, Wenn jetzt jemand diesen negativen Gedanken denkt, it creates an impression in the mind. verursacht das einen Eindruck in dem Geist. Because the mind is nothing else but a composition of all the impressions we have gained in the past. Weil der Geist ist nichts anderes als eine Zusammenfassung von all den Eindrücken, die wir erfahren Over millions of years and many, many, many lifetimes. über Millionen von Jahren und über viele Leben. So your mind is nothing else but a combination of impressions. So ist Ihr Geist, Ihr Verstand weiter nichts als eine Kombination von Eindrücken. So when we think a negative thought, an impression is created in the mind. Wenn wir also einen negativen Gedanken denken und ein Eindruck verursacht wird in dem Verstand, And as I've said before, thought itself is an action. wie ich zuvor sagte, der Gedanke ist Aktivität, But being a subtle action, it does not create a very deep impression on the mind. aber weil es eine feine Aktivität ist, kreiert es nicht einen so tiefen Eindruck im Geist. For every action must have a reaction. Denn jede Aktio muss eine Reaktion haben. And every thought we think rebounds back onto us. Und jeder Gedanke, den wir denken, schlägt zurück auf uns. It is like a ball which we throw against the wall and it comes back. Es ist wie ein Ball, den wir an die Wand werfen und der zurückkommt. A thought is a thing, Ein Gedanke ist ein Ding. and people with great psychic ability can actually see a thought. Und Menschen mit einer großen hellseherischen Fähigkeit können wirklich einen Gedanken sehen. Because a thought, being a thing, is also composed of matter. Denn da der Gedanke ein Ding ist, ist er also auch aus Stoff. But the matter, being a subtle matter, can only be seen by our subtle selves. Aber da das ein Ding von einer feinstofflichen Art ist, kann es auch nur von dem feinstofflichen Selbst wahrgenommen werden. Now, if this thought of hatred is highly emotionalized, Wenn nun dieser Gedanke des Hasses sehr emotionalisiert worden ist, then that thought becomes more powerful, and when it becomes more powerful, it creates a deeper impression in the mind. dann wird dieser Gedanke gewaltiger und wenn er noch gewaltiger wird, wird der Eindruck in den Verstand größer. So the damage has already been created. So ist schon Zerstörung gemacht, Schaden verursacht. But now, by translating that thought in word, we are creating the groove even deeper. Aber indem wir nun diese negativen Gedanken in Worte umsetzen, gravieren wir eine tiefere And by putting that thought into physical action, we are creating the impression still more deeper. Wenn wir das nun in physische Aktivität umsetzen, dann wird es noch größer.
And the deeper the groove created in the mind, Und je tiefer es eingraviert ist in den Gedanken, the more powerful will the reaction be. umso größer wird die Reaktion darauf. That is the same thing like any habit a person has. Das ist wie mit irgendwelchen Gewohnheiten, die jemand hat. Say if a person uses drugs, Zum Beispiel, wenn jemand Drogen benutzt. he will first think of the drug Er wird erst an die Droge denken and then he will put it into physical action. und dann wird er die physischen Aktivitäten unternehmen. And the more he starts taking the drug, the deeper and deeper impression would there be in his subconscious. Und je mehr und mehr er die Droge benutzt, umso tiefer und tiefer wird der Eindruck sein in seinem Unterbewusstsein. Until the subconscious itself would start demanding more and more of it. Bis sogar das Unterbewusstsein selbst anfängt, mehr und mehr davon zu verlangen. And this applies to everything in life. Und so geht es mit allen Dingen im Leben. Good. Man is a creature of habit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. By doing one thing over and over again, you keep on doing it more and more. Indem man es immer und immer wieder tut, macht man es immer mehr und mehr. And that very action and reaction is karma. Und diese bestimmte Aktion und die Reaktion, das ist Karma. Brought upon ourselves by ourselves. Von uns selbst auf uns gebracht. But as I explained, I think during this course, that the karma can be balanced. Wie ich schon zum Beginn des Kurses sagte, das Karma kann ausgeglichen werden. Because if we perform more positive activity than negative activity, we would have a credit balance. Wenn wir mehr positive Dinge entwickeln als negative, haben wir ein Guthaben. Good. It is like taking a piece of string and tying it around your finger. Es ist, wenn man ein Stück Draht nimmt und um den Finger wickelt. And to undo it, you untie it the other way around. Und um es wieder loszumachen, wickelt man es die andere Richtung. And that is how the reaction can be modified in karmic values. So kann die Aktion modifiziert werden in karmische Werte. So, thought, word and deed are of the same substance, and the difference is just in degree. So ist Wort, Gedanke und Tat von derselben Substanz. Der Unterschied liegt nur in der Graduierung. If you regard thought to be a 2-pound hammer, Wenn man den Gedanken als einen 2-Pfund-Hammer betrachtet, then the word is a 5-pound hammer, ist es ein and the action is a 10-pound hammer, und die Aktion ist ein 10-Pfund-Hammer, whereby you are driving the impression deeper and deeper in your mind. wobei der Eindruck im Gehirn immer tiefer und tiefer wird. And the deeper the impression created in the mind, the more difficult it becomes to eradicate it. Und je tiefer der Eindruck im Geist ist, umso schwieriger wird es, ihn wieder hochzubringen. The whole purpose of evolution is to eradicate all the grooves that has been formed in the mind. Der Zweck der Erschöpfung ist auszugleichen die Dellen, die man im Geist hat. Is to clear the mind of all the impressions. Es ist, den Geist frei zu machen von all diesen Eindrücken. And
these impressions, which is a very loose translation of the Sanskrit word which is called sanskaras. Und Eindruck ist eine sehr freie Übersetzung dieses Sanskrit. Das heißt, Sanskaras. So, all these sanskaras that are and that composes our mind, und alle diese Sanskaras, die sind in unserem Verstand, in unserem Geist, are to be eradicated ausgleichen, so that the true essence of ourselves could be found. so dass das wahre Wesen von uns selbst gefunden werden kann. There is a saying which I love very much, and it goes like this. Es gibt ein Sprichwort, was ich sehr liebe, und das geht so. God plus mind makes man. Gott plus Verstand macht Mensch, ist gleich Mensch. And man minus mind is God. Und Mensch weniger Verstand gleich Gott. Yes. The word Verstand, isn't that understanding? Ability, It is mind also. spirit, mind, and German languages. It is not the language, it is not the problem of the language, it is the problem of us. All human beings. Yeah. That's true, that is a difficult. That is the difficulty. So it's one time in a sense of mind like Verstand and spirit like souls. We don't have that word that is missing. I see. And then what would you call understanding? Verstehen. Oh, verstehen. Huh? Beautiful. Because in the Afrikaans language, verstand means understanding. Huh? Explain that. In der afrikanischen Sprache Verstand heißt verstehen. Good. Fine. So, thought, word and deed has a direct bearing on one's karma. So hat Wort, Tat und Gedanke einen direkten Einfluss auf unser Karma. So when the turbulence of the sanskaras in the ocean of the mind is stilled, So, wenn diese Turbulenz von diesen Sanskaras in dem Ozean unseres Verstandes gedämpft wird, beruhigt ist, then the sun reflects clearly in the waters. dann kann die Sonne sich ganz klar im Wasser spiegeln. And then no karma is left. Und dann ist kein Karma mehr übrig. There is a very nice story of a Tibetan yogi called Milarepa. Es gibt eine sehr nette Geschichte über einen tibetanischen Yogi. Milarepa. He said, when I was a young man, I did all black deeds. Er sagte, als ich ein junger Mann war, tat ich alle diese schwarzen Taten. And when I gained more understanding, I did all white deeds. Und als ich mehr verstand, dann tat ich alle diese weißen Taten. But now I have reached the stage where I don't do black deeds nor white deeds. Ein Status erreicht, in dem ich keine schwarzen und keine weißen Taten. This means that I have reached beyond the level of the mind. Das heißt, dass ich außerhalb der Begrenzung des Geistes hinausgereicht habe. And when man reaches beyond the level of the mind, then no kind of karma can affect him. Und wenn der Mensch über diesen Grenz des Verstandes hinausgereicht hat, dann kann kein Karma mehr Einfluss haben auf ihn. That is why we say that a self-realized man is a law unto himself.
Das ist der Grund, warum wir sagen, dass ein selbstverwirklichter Mann sein eigenes Gesetz hat. Because anything he does, he is not bound down by karma. Alles, was er tut, wird nicht mehr karmisch einfangen. He is beyond the bondage of karma. Er ist außerhalb der Fesseln des Karmas. But such men are rare. Aber diese Menschen sind selten. Yes, yes. So, to recap, all thought, word and deed for the people of the world, it definitely has karmic values. Also zusammenfassend, alle Aktionen des Gedanken, des Wortes und der Tat haben karmischen Wert. Either good or bad, which is influenced by positive or negative thinking. Die beeinflusst sind durch positives oder negatives Denken. And the positive or negative thinking goes further back. Und das positive oder negative Denken geht weiter zurück. Which is today's thinking is dependent upon yesterday's thinking. Weil das Denken von heute abhängig ist von dem Denken von gestern. And yesterday's thinking is dependent upon the thinking of the day before. Und das Denken von gestern wiederum ist abhängig von dem Denken am Tag zuvor. So, many times and most times. Die meiste Zeit. Many times and most times? Yeah. Our thought has a deep-rooted background. Hat unsere Gedanken eine sehr tiefe Wurzel. And that influences our word and our deeds. Und das beeinflusst uns. So, when we go into meditation, wenn wir nun in Meditation gehen, we go to the root of the impressions. Gehen wir auf die Wurzel aller Eindrücke. And we take out the impression from the root level. Und wir nehmen diese Eindrücke heraus auf der Ebene der Wurzel. Because if the weed is just cut off from the ground, am Boden abschneidet, the roots will still grow up again. Werden die Wurzeln wieder nach oben wachsen. But if the root is taken out, then the weed cannot grow. Aber wenn die Wurzel ausgerissen ist, kann das Gras. And that is how the bondage of karma becomes less and less and less. Und so werden die Fesseln des Karmas immer weniger. Weniger. Oh, you Noch know. weniger. I'm learning German. What is vinegar in German? Essig. Oh. You see the difference in language, yeah? Good. Okay. It's fine. Ask a question. Yeah. Following what you've just said, quite often when a negative reaction is taking place in us, this helps as a catalyst for others near to us to grow. Now, are we incurring negative karma because we are having negative thoughts, or are we helping the other to grow? Then the second. If it goes too long, she won't be able to translate it. Ich sage gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass dadurch, dass man selber manchmal negative Gedanken hat, kann man trotzdem anderen helfen zu wachsen. Und wie wird das jetzt beurteilt? Wird eine negative Gedanke beurteilt oder dass man den anderen geholfen hat zu wachsen? And quite often in going through that negative period, one comes to a realization
of one's own personal weakness, and that in itself enables one to sort of step forward from yesterday's thinking into a new range of today's thinking. Yes. Wenn man diese Negativität an sich selbst wahrnimmt, dann hilft das, einen Schritt weiterzumachen von dem Denken, was man gestern hatte, in ein neues Denken von heute. Good. It's a lovely question. Das ist eine schöne Frage. This question can be analyzed from different angles. Diese Frage kann aus verschiedenen Gesichtspunkten analysiert werden. Now, if your negative thinking is a catalyst Wenn Ihr negatives Denken ein Katalysator ist, to bring out something in another person, etwas aus einem anderen Menschen herauszubringen, and you are conscious of it, wenn man sich das bewusst ist, then you are feeding your ego. dann füttert man sein Ego. Right. You are immediately thinking in your mind that my action or negativity is doing good to someone else. Dann denkt man sofort in seinen Gedanken, dass meine Negativität etwas Gutes für jemand anderes macht. Who are we to pass that judgment? Wer sind wir, eine solche Beurteilung zu machen? What is happening is this, that we are using our negativity to justify ourselves. Was das bedeutet, ist, dass wir unsere Negativität benutzen, um uns zu rechtfertigen. And any kind of negativity or positivity can be justified. Und jede Art von Negativität oder Positivität kann begründet werden, gerechtfertigt werden. And it is very easy to justify anything. Und es ist sehr einfach, alles zu begründen, zu rechtfertigen. Say a lady has 50 hats in her wardrobe. Zum Beispiel eine Frau hat 50 Hüte in ihrem Schrank. She goes to the shopping center Sie geht ins Shopping Center and she sees another hat which she likes. And she sees a notice sale. und sie sieht davor das Schild zu verkaufen. Ausverkauft. Now, on the sale price it says 200 Dem 200 marks. ist 200 Mark, But she justifies it by saying it is marked down to 100 marks. aber jetzt begründet sie es damit, indem sie sagt, es kostet nur noch 100 Mark, es ist runtergesetzt auf 100 Mark. Now she's got 50 hats, beautiful ones, in her wardrobe. Dann hat sie schon 50 wunderschöne Hüte in ihrem Schrank. And she does not need 51. Sie braucht nicht 51. But because she sees it's a sale, she justifies to herself that I'm getting a bargain. Aber weil sie denkt, es ist ausverkauft, begründet sie das für sich selbst, dass sie einen Gewinn macht. But the question here remains is not if it is a bargain or not, Aber die Frage, die hier bleibt, ist nicht, ob es ein Gewinn ist. because no shop gives anything away for nothing. Denn kein Geschäft gibt etwas für nichts. But the question would be, do I need it or not? Die Frage wäre, brauche ich es oder nicht? Now, you can find many reasons, or the main reason to say, I don't need it, I got 50. Es gibt viele Gründe oder einen Grund, um zu sagen, ich brauche es nicht, ich habe schon 50. And you can find many reasons to say, I need it. Und man kann genauso viele Gründe finden, um zu sagen, ich brauche es. Which is nothing more than justification. Es ist weiter nichts als Rechtfertigung. Therefore I say, anything can be justified. Deswegen sage ich, alles kann.
according to our mental and thought processes. Das kommt auf den gedanklichen und den mentalen Prozess an. Good. So, we should never say that my negative action has been a catalyst to help someone else. Deswegen sollten wir niemals sagen, dass meine negativen Aktivitäten ein Katalysator wären, um jemand anderes zu helfen. Because you are adding importance to your I. Weil man damit sein eigenes Selbst so wichtig macht. And that I means your ego. Das I ist das Ego. And what is the use of justifying your ego with negativity? Und was ist das Gute daran, das eigene Ego zu rechtfertigen mit Negativität? But if some negative action happens spontaneously, Eine negative Aktion ganz spontan passiert, and it helps someone, jemanden, then let it be so. lass es so sein. But let it not justify the ego. Aber lass es nicht das Ego rechtfertigen. Because the more you justify the ego, the more negative the ego will become. Das Ego rechtfertigt, umso negativer wird das Ego. And you are not helping yourself. Damit nicht. And we have no right to say that I have helped someone else. Und wir haben kein Recht zu sagen, dass man selbst jemand anderes geholfen hat. Because here we are creating a separation. Denn hier machen wir einen Unterschied. Wir erfinden eine Trennung. That I am helping you. Dass ich dir. Now that I has so many faults within himself. Dieses Ich hat so viele Fehler in sich selbst. What equipment has it really got to help someone else? Welche Ausstattung hat es wirklich, um jemand anderen zu helfen? Now, by your action, someone else gains something. Durch die Aktivitäten von ihnen gewinnt jemand anderes etwas. Have the humility to say, humbleness, Die Bescheidenheit zu sagen, to say that that person has helped himself. dann soll man die Bescheidenheit haben zu sagen, dass diese Person sich selbst geholfen hat. Because if the person did not have the capacity to help himself, he would not be helped. Denn wenn diese andere Person nicht die Kapazität hätte, sich selbst zu helfen, könnte ihr auch nicht geholfen werden. For the finest and strongest seed cannot grow in barren ground. Denn das feinste und stärkste Samenkorn kann nicht wachsen in trockener Erde. And when we recognize this factor, that the potential was in that person, then we will bring to ourselves humility. Und wenn wir begreifen, dass dieser Faktor in dieser anderen Person war, dann bringen wir für uns selber Bescheidenheit. And humility is always positivity. Und Bescheidenheit ist immer positiv. So instead of justifying the ego and creating a bigger ego, So anstatt das Ego zu rechtfertigen und ein größeres Ego damit zu erfinden, we are minimizing the value of ego in the very same humility. verkleinern wir dieses Ego durch die Bescheidenheit. Because the spirit, the real spirit within us, does not require any justification. Weil der wirkliche Geist, der Spirit in uns, benötigt keinerlei Rechtfertigung. And it is unaffected by all the actions of the ego. Und es ist nicht beeinflusst bei all diesen Aktivitäten des Egos. It is the ego that wants to feel proud. Es ist das
Ego, was stolz sich fühlt, wants to feel great. I'm Hans. Ich bin Hans. So, conditions could be created So kann man Konditionen hervorrufen by a superior power bei einer größeren Kraft, that could bring about this catalytic occurrence. That could bring about das verursachen kann. Vorkommen, nicht erfahrenes Vorkommen. Es gibt kein Wort für Catalyst in Deutsch. catalyst. Der Katalysator, den katalysatorischen, So a higher power can bring about the circumstances of this catalytic occurrence to happening. so kann diese übergeordnete Kraft diesen katalysatorischen Prozess hervorbringen. But we must never say, I am the doer. Aber wir müssen niemals sagen, ich bin derjenige, der tut. Because when we say, I am the doer, you are automatically referring to your ego. Denn wenn man sagt, ich bin der Täter, dann bezieht man es automatisch auf sein Ego. And forgetting him who is the real doer. Der wirkliche Täter ist. Yes. And this sense is brought about by the humility we develop. Und dieser Sinn wird hervorgebracht durch die Bescheidenheit, die wir entwickeln. Although I do the action, Obwohl ich die Aktion tue, die Tat tue. and that I am the actor, but the higher force is pulling the strings, Aber die höhere Gewalt zieht an den Fäden. and I am just the puppet. Und ich selbst bin nur die Puppe. So here is a surrendering of the puppet to the puppeteer. Also hier ist eine Aufgabe, eine Kapitulation von dem Täter zu dem, der die Fäden zieht. So, so with the humility, we also develop self-surrender. Und mit der Bescheidenheit entwickeln wir auch die Gabe. And with self-surrender, we develop the acceptance of something higher than ourselves. Und mit der Hingabe entwickeln wir das Annehmen einer höheren Macht. And that higher force and power, Und diese höhere Kraft und Gewalt, although being neutral,